Mein Name ist Eric Gauthier. Ich bin Tanzer und Choreograf, Chef meiner eigenen Tanzcompany. Für Sie habe ich mich auf die Reise gemacht. Eine Reise um die Welt, meine Welt. Die Welt des Tanzes. Vor dieser Reise war ich noch nie in Kuba gewesen. Ich hatte von Tanzern und Tanzerinnen gehört, die einen ganz eigenen Tanzstil pflegen. Ich hatte von Salsa und eine gründliche Ausbildung gehört, von Oldtimern auf die Straßen und ein weltberühmtes Nationalballett. Aber es sollte bis zu dieser Reise dauern, bis sich die Wahrheit darüber erführt, was es heißt, auf Kuba tanzen zu können. Ich bin gerade hier gelandet in Havana, Kuba. Und es ist so schön, es ist so heiß, the sky is blue, Menschen haben gute Laune. Und wissen Sie, von this Caribbean Island gibt es eine der besten Tanzszenen in der Welt. Ich kenne die noch nicht, aber ich will sie jetzt kennenlernen. Und Sie auch. Welcome to Cuba! Havanna empfängt mich mit offenen Armen. In einem offenen Auto fahre ich zwischen Häusern hindurch, die nach einer versunkenen Stadt aussehen, am Ozean entlang. Es kann Einbildung sein, aber ich fühle, hier spielt Musik und Tanz eine besondere Rolle. Mein erster Besuch gilt einem Heiligtum des Tanzes. Ei, ei, ei. Restauration. Restoration. Restauration. So, ich bin gerade in die Gran Teatro del Habana, Alicia Alonso, das Nationaltheater. Hier sind die gerade in Renovierung. Aber dieses Saal hier, das ist aber Donner. Eine für Havanna typische Szene. Eines der schönsten Theater der Welt, seit Jahren unbespielbar und doch voller Leben. Wow. Die Bühne. Boah, Leute, auf dieser Bühne ist so viele tolle Momente passiert. Alicia Alonso. Die große Alicia Alonso war die Grande Dame des kubanischen Balletts. Ich hoffe, irgendwann in diese glamorous Theaters wird wieder getanzt. Oder vielleicht jetzt. Se acerca la madrugada,
Los gallos están cantando, compadre, están anunciando que se acerca la jornada. Y nos vamos con 3. Hola. Enough sit. Merci, madame. A vostro servizio. Irgendwo in diese riesige Theater probt eine ganz neue Tanzkompanie, Otro Lado, directed by ein guter Freund von mir, Jorge Cedeño. Lass uns die finden. Jorge! How are you, sir? Hey, man. Thank you so much. Nice to see you. Nice having you here. Cut! Otro Lado, wörtlich übersetzt die andere Seite, ist eine ganz junge Tanzkompanie. Fast noch ein Freundeskreis, eine verschworene Gruppe von Tanzern. Mann, dieser junge Mann ist so talentiert, das ist der Wahnsinn. Ich meine, der hat seine eigene Mannschaft gegründet vor 4 Jahren her. Der war ein Tanzer davor und jetzt, der wollte einfach to the other side, otro lado, das andere Seite der Sachen erleben. Und das macht er richtig gut. Ich bin gespannt, ob es kommt in die Zukunft. Otro lado. Kuba ist Symbol einer Revolution. Sie wollten den Kapitalismus besiegen, Gleichberechtigung, Wohlstand und Kultur für alle schaffen. Das mit dem Wohlstand hat nicht funktioniert. Es fällt in Kuba an fast allem. Doch der Tanz boomt. Er würde zu Staatskunst erhoben. Die Straßen von Kuba sahen schon einmal schöner aus. Auf die Tanzbühnen bewegt man sich auf die Höhe der Zeit. Das ist der Platz der Revolution. Und da ist das Nationaltheater. Über 2500 Sitzplätze. Und alle kommen zum Tanz sehen hier. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. So, ich stehe jetzt auf die Bühne und das ist die Ballett National de Cuba hier. Der Higher League of klassischer Ballett. Die machen sich bereit, machen sich warm, weil heute gibt es eine Vorstellung für über 2000 Leute. Und was die machen da sind Pirouetten, Chanel, Drehungen. Die Cubans sind absolut bekannt. Sie sind wie Raketen. Die drehen ohne Ende, sprungen in die Luft ohne Ende. Ich freue mich auf heute Abend. Ich tanze seit ein paar Jahren nicht mehr, aber Drehungen kann ich vielleicht noch machen.
I just told everybody we're going to try to do a pirouette competition. Okay. All right? So you start with one, and then I do one, and then you do one. You want. So, the one. Ah, so pretty. So, two. All right. Oh, three already. Already three. Okay. Okay, wait, sit, Jack. Come on, come on. Three. Drei. Wir sind nur beim Drei, ist es gar nicht. Okay, I'm out. Thank you. Das war Dani, Principal Dancer hier, und der tanzt heute ganz viel. Thank you for doing. It's a pleasure. You won. You won. Thank you. Tanz ist in Kuba mehr als nur ein schönes Ereignis. Ballett ist hier Kunst für das ganze Volk. Sobald eine Veranstaltung angekündigt ist, ist das Theater voll. Die Tickets kosten nur wenige Cent. Große Kunst für kleines Geld und das große Publikum. Und das Ganze dargeboten von absoluten Könnern ihres Fachs. So, ich treffe mich jetzt mit Bien Say Valdez, die künstlerische Leiterin von dem Nationalen Ballett de Cuba. Hello, my dear. Hello, a pleasure. Thank you for having us. No, it's a pleasure to be here. Was ist der Unterschied zwischen der kubanischen und der russischen Schule? Beide produzieren fantastische Tänzer. What's the difference between maybe the Alle haben eine starke Technik. Wir Kubaner sind etwas besser bei den Drehungen, hohen Sprüngen. Die Damen können sehr gut Balance halten. Wir sind dafür nicht so schnell mit den Füßen wie die Briten oder die Franzosen. Aber wir haben einen speziellen Ausdruck, der uns von allen unterscheidet. Und den zeigt die Ballettchefin heute noch selbst auf die Bühne. So, ich bin gerade auf die Suche für die prima Ballerina Annette Delgado Gomez. Da steht ihr Name. Annette? Oui. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Eric. Moi, Annette Delgado Gomez. Plaisir de te rencontrer. Ich habe gehört, du sprichst Französisch. Ja, ein wenig. Cool. Et là, c'est quoi que tu Du fais? Tu fais bist gerade bei der Maske, lässt dich bei den Vorbereitungen nicht stören. Je sais que tu te prépares. Annette Delgado hat bereits in Paris getanzt, ist aber nach Kuba zurückgekehrt, wo sie alle große Rolle tanzt. Wie ist das Leben hier als Prima Ballerina? Fantastisch. Der Tanz ist ja mein Leben und hier in Kuba kann man Tanz richtig leben.
C'est fantastique. Ich will dich gar nicht weiter stören. Das hast du nice gesagt. Viel Erfolg heute Abend. Magnifique. Merci beaucoup. Bonne chance, on se voit tantôt. Plaisir. Bientôt. Merci Annette. Merci. So, Leute, ich kenne mich sehr gut aus mit Tanz, aber Salsa kenne ich gar nicht. Ich habe die Ballettmeister gefragt, Joel ist brunett, mich ein Private Course zu geben. How does Salsa work? You give me a hand, you show me this? Okay. Whoop, whoop. The first, Ja? Du musst nichts wissen außer 1, 2, 3, Pause, Ja? 5, 6, 7, Pause. Okay, 1, 2, 3, break. 5, 6, 7, break. Okay? Try. Let's start. Left. Fang mit links an. 1, 2, 3, Pose. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, You already have the hips? Und dann kommen die Hüften dazu. Okay, okay. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Now, trying with the music. Und jetzt mit Yes? Musik. Okay, jetzt machen wir das für Musik. Jetzt mit Musik. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, Wow. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. This is so fun. 3, yes. Ah, Leute, Sie müssen das zu Hause probieren. 1, 2, 3. Nach vorne, nach hinten, easy. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, Und jetzt eine Drehung. 5, 6, 7. 1, 2, 3, yes. We're getting hot. 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. No, you continue. Oh, das war ein Mini-Crash-Kurs hier in Salsa. Thank you, Jarlis. You're wonderful. Bravo, Havana. Brazo alarga, tocar las paredes. 2, 3, hacia arriba. 4, del fémur hacia arriba. 6 a la So, ich laufe hier durch diese wunderschöne Corpon Tanzon. Das ist die Danza Contemporanea Company, die moderne Tanzkompanie von Kuba. Gegründet in 1959 von Fidel Castro. Der persönlich hat gesagt, wir brauchen auch das moderne Tanz hier. Wir haben diese wunderschöne Nationaltheater gebaut. So viel Spirit hier drin. Ich liebe das. 5, 6, 7. Otro lado. 1, 2, suave. 3. Die Danza Contemporanea de Cuba wurde nach der Revolution gegründet und verbindet afro-kubanische Bewegung mit theatralischen Elementen und europäischer Tanzkunst. Es ist laut, Leute. Es ist kein Tanzshow, das ist ihre Morgentraining. Wir machen das mit Live-Musik, mit voller Bulle Power, mit Beleuchtung, Bühne. Geil! So, das Training ist vorbei. Ich bin jetzt auf die Bühne mit einer richtigen Legende. 10 Jahre Tanzer, 38 Jahre als Ballettchef von Danza Contemporanea, Miguel Iglesias. Nice to meet you too. And has the company... Wie hat sich die Company im Lauf der Zeit verändert? In den letzten 38 Jahren haben alle 2 Jahre die Tänzerinnen und Tänzer gewechselt. Ich habe also 19 oder 20 unterschiedliche Kompanien geleitet. Die Tänzer hier kommen aus ganz Kuba. Und Kuba ist wie ein Regenbogen. Es gibt keine Rassen, nur Kubaner.
Keine Afro-Kubaner oder Europäer, nur Kubaner. Alle bewegen sich gleich. Egal ob weiß oder schwarz. In den USA ist das anders. Da gilt ein Schwarzer als Afroamerikaner. Auf Kuba gibt es nur Kubaner. Ein Mix. Cuban. Cuban, yes. Beautiful. It's a mix. Yeah. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle y me subo a tu coche. Me llaman calle de mala alegría. Calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle la sin futuro. Me llaman calle la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben para abajo, bajan para arriba. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman Diese Tänzer können quasi alles. Schauspielern, moderne und klassische Tanz. Ja, das gehört alles zusammen. Am Ende bist du nur ein Performer. Du weißt nie, was im Leben passiert. Das Leben ist jeden Tag neu. Es gibt keine Probe. Jeder Tag ist eine Vorstellung. Es gibt keine Probe. Keine Probe. I'm gonna stay with that thought. Okay. Thank you so much. You're an inspiration. Thank you. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. So, you're liking Gefällt es dir in Kuba? Ich liebe dein Land. Schau dir nur die tollen Autos an. Ich bin gerade am Planieren hier mit Melanie Tejeda Rodriguez, eine Tänzerin von Danza Contemporanea de Cuba. Hey, where are we right now? Wo sind wir gerade? Hier sind wir in Parco Central. Da drüben ist das Gran Teatro de Habana Alicia Alonso. Das war die größte Tänzerin aller Zeiten hier. Gerade ist es mal wieder wegen Renovierung geschlossen. Da drüben ist das Nationalmuseum. Und wenn wir da runterlaufen, kommt der Prado. Und da kommt man auch ans Meer? Genau, immer geradeaus. Ja, du bist noch ziemlich jung. Ich bin 20 Jahre alt. 20 und die Karriere hat schon begonnen. Und du arbeitest für Kubas bekannteste moderne Tanzkompanie. Das war schon immer mein Traum. Es ist der Traum jeder Studentin an der National School of Arts. Und mit der Kompanie tanzen wir überall auf der Welt. Mein Traum wurde wahr. Ich hab's gehört, dass Tänzerinnen hier in Kuba so gut angesehen sind wie Ärzte. Ja, das stimmt. Wenn du jemandem sagst, dass du Tänzerin bist, sagen die, wow. Aber es braucht ja viel Disziplin, Anstrengung und Hingabe, um in Kuba Tänzerin zu sein.
Ja, uns wird Respekt entgegengebracht. Ich liebe es, genau so wie den Luft des Ozeans. Dann los! Am Nachmittag dann ein weiterer Höhepunkt meiner Reise. Ich bin verabredet mit Carlos Acosta, einer der bekanntesten Tänzer der Welt. Er war das 11. Kind einer armen Familie in Kuba. Er leitet inzwischen das Royal Ballet in Birmingham und hat hier auf den Inseln seine eigene Company gegründet, die moderne Choreografien tanzt. So, ich bin jetzt im Theater Martí hier in der Mitte von Havanna und ich treffe mich mit einer richtigen Legende, Leute. Wir reden von berühmter Tänzer, Choreograf, Chef von 2 Weltkompanien, Carlos Acosta. Hello, my friend. So good to see you. It's amazing that Toll, dass wir beide zufällig hier in Kuba sind. Du bist ja ziemlich beschäftigt. Das kann man so sagen. Aber erzählt uns etwas über diese Kompanie, die hier hinter uns probt. Acosta Danza. Und das ist eine Kompanie, die du mit deinem Herzblut geschaffen hast. Das ist mein Baby. Ein Vermächtnis, das ich meinem Land hinterlassen will. Ich durfte hier umsonst studieren. Ich komme ja aus bescheidenen Verhältnissen und reise heute um die Welt. Deshalb wollte ich in der zweiten Hälfte meines Lebens hierher zurückkehren und eine Kompanie mit meiner eigenen Vision gründen. Eine Kompanie, die die kubanische Kultur feiert. Was ist der Unterschied zwischen dem Tanz in Europa und Kuba? Heimkommen ist immer einzigartig. Ich werde dabei immer ganz nostalgisch. Ich habe ja in Übersee, in Italien und auf der ganzen Welt Karriere gemacht. Nur in Kuba, vor meinen Kumpeln und Nachbarn, meinem Volk, habe ich ganz wenig getanzt. Es ist immer etwas ganz Besonderes, hierher zu kommen. Man kann Spanisch reden, ich kenne die Kultur und alle Gerüche. Großartig. Mit Acosta Danza haben wir so etwas wie eine Familie geschaffen. Und ich wollte dem Land etwas Gutes tun und helfe, wo ich nur kann. Wir sind ein stolzes Volk. Ja, mit dir ist das Land in guter Händen. Carlos, thank you for your time. Thank you very much. Ja, ein richtiger Star, aber ein Mensch. Einfach ein guter Mensch. Am meisten hilft man, wenn man den Newcomers fordert. Einer von Acostas Jugendtanzern fiel mir besonders auf. So, wir sind jetzt hier hinter die Bühne. Acosta Danza probt auf die Bühne, aber ich habe jemanden gefunden, der ist sehr talentiert. Tanzt in die Company, aber hat auch ein Tanzstück für dieses Programm choreografiert. Raúl Reynoso, nice to meet you, young man. It's a big pleasure. Erzähl uns mal, was wir heute Abend sehen werden. Das Stück heißt Wir. Es ist ein Stück über die Beziehung zu einer früheren Freundin, Beatriz Garcia. In den 7 Jahren, die wir zusammen waren, haben wir versucht, ein Stück zu kreieren und sind immer wieder heulend daran gescheitert, etwas gemeinsam zu schaffen. Aber eines Tages waren wir dazu stark genug. Ich habe ein Video gedreht und es Carlos gezeigt. Und schon nach 2 Minuten sagt er, warum macht ihr das nicht für uns? Why don't we do it? Yes, please. Yeah. And so it's okay.
Am nächsten Tag ging es zurück ins Nationaltheater zu Danza Contemporanea. Eine Wiederaufnahmeprobe stand auf den Plan. Hallo? Ja, so früh morgen hier am Nationaltheater. Es klingt wie eine Party, aber ich glaube, es wird sehr hart gearbeitet. Es läuft echt ab wie eine Maschine hier. Es gibt so viele neue Tänzer in der Company und die lernen die neuen Rollen jetzt. Und der Ballettmeister, der sagt das nur einmal. Du wirst hier kommen und du wirst hier kommen. Und das muss dann für immer so bleiben im Kopf. Estamos arriba. 5, 6, 7, 8. Grande, grande. So, ich stehe jetzt im Ballettsaal mit dem Choreograf George Cespedes, die Choreograf von dieses super dynamische Stück. Hey man, thank you for giving me your time. Du lebst ja hier und weißt das am besten. Was sind die Vorteile für eine Choreografin in Havanna und wo liegen die Nachteile? Ja, ein Vorteil ist das Wetter. Das ist unschlagbar. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo in Dänemark bei unter 0 Grad arbeiten könnte. Ich habe es noch nicht versucht. Ein Nachteil ist, was in den Köpfen der Leute passiert. Wenn dort nichts ist, kann ich auch nicht damit arbeiten. Manchmal ist der Kopf das Problem, vor allem wenn er leer ist. Dann bewegen wir uns nur hin und her und nichts Wichtiges passiert. Es geht nicht nur darum, was du sagst, sondern wie. Oder so ähnlich. Du weißt, wovon du redest. So, mein Lieber, ein großer Choreograf hier aus Kuba und ich genieße deine Probe weiter hier. Thanks for your time. My pleasure. Ich kann Ihnen meine Karte geben. Hey George, get in. Oh, hey man, how are you? I'm good. You? Good. See you. Okay, let's do this. Here we go. Ja, so viele Menschen hier geht es nicht gut. Sie haben kaum Geld. Wir haben gelernt zu überleben. Es gibt kein Entkommen. Man kann sterben oder irgendetwas tun, damit sich etwas ändert. Jetzt nach Covid kehren wir nicht zum Alltag zurück. Wir schaffen neue Situationen. In Kuba wusste man schon immer, eine neue Zukunft schafft man nur mit einer guten Ausbildung. So, wir sind hier absolut Mitte in der PowerPoint hier, dahinter der ehemalige Palast, jetzt Museum der Revolution. Hinter mir eine in ihrer Zeit die mächtigste, größte Ballettschule der Welt. Heute nicht so ganz, aber immer noch mächtig. Let's go rein. Es gab Zeiten, da würden hier an den Escuela Nacional de Cuba 3000 Schülerinnen und Schüler ausgebildet. Heute ist das Gebäude etwas baufällig, aber der Andrang auf die kostenlose Ausbildung ist immer noch groß. Ich mache jetzt meinen Weg zu einem Tanzsaal. Irgendwo hier heute sind die Aufnahmeprüfungen und die suchen neue Kinder für die Schule. Die stehen da wie ein Eins mit Nummer und das ist super spannend. Ja. Ballettausbildung ist in Kuba Sache des Staates.
Wer hier an die Schule die Aufnahmeprüfung schafft, wird kostenlos zur perfekten Tänzerin, zur perfekten Tänzer ausgebildet und bekommt die Chance für eine nationale oder gar internationale Karriere. Wir machen jetzt diese Auswahl. Die gehen durch viele Hunderte heute und die suchen aus die besten Mädels für die Zukunft von dieser Schule. Sieht alles sehr hart aus, aber das wird so gemacht in jeder Ballettschule der Welt. Diese Kriterien, wie man sich beugt, wie die Beine hochkommen, wie die Füße ausgestreckt sind, sind deine Knien gerade oder schief, ja, ist auch ein Teil von der Auswahl. War die Nummer 24 da. Ich glaube, der hat was Besonderes. Der hat diese Beine mit Bogen, Spannung drin. Der hat ganz tolle Ballettfüßen. Schöne Schulter, Nacken ist lang. Ein schönes Gesicht. Könnte eine future prima ballerina sein. And this day will change her life. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Mi vida, bala perdida por la gran vía, charquito de arrabal, no quiero que te vayas, no quiero que te alejes, cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Mi vida, charquito de agua turbia, burbuja de jabón, mi último refugio, mi última ilusión. No quiero que te vayas, cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Das ist jetzt der berühmte Malecón von Havanna. Wo ist mein Strand? Dazu musst du noch 30 Minuten fahren. Ja, hier ist ein schönes Plätzchen. Lass uns setzen. Wenn mich nicht alles täuscht, liegt da drüben Amerika. Genau, es sind nur 90 Meilen. So nah. Verrückt. Hier ist auch alles so nett.
Das ist das Erstaunliche in Kuba. Da gibt es eine glamouröse Seite und die wahre Welt. Die wahre Welt, die will ich sehen. Dann zeige ich sie dir. Die Realität von Kuba besteht aus leeren Geschäften. Viele Menschen, denen das Nötigste zum Leben fällt, und Straßen voller Häuser, die langsam verfallen. Wo sind wir hier? Wir sind in der Realität angekommen. Ein Viertel genannt Centro Havana. Aber da gibt es sogar Eiscreme. Oh, you feel like ice cream? Yeah, definitely. All right. Hola, ¿me puede poner un helado? Gracias. You got one for me? Hast du mir eins bestellt? You cannot. Sorry, du kannst hier kein Eis essen. Mein Magen ist kugelsicher, aber du würdest hier nur krank werden. Dann warte ich lieber und schau dir beim Eisessen zu. Aber weißt du, was ich jetzt gerne hatte? Was denn? Wenn du ein Eis isst, hatte ich gerne einen Cocktail. Einen richtigen kubanischen Cocktail? Auch dafür weiß ich den idealen Platz. Show me the way. I'm gonna show you. Let's go. Oye, fíjate que ahí viene Arroyo con más sabor. Havanna ist bei aller Armut kein traurige Stadt. Einige Plätze wie die Piazza Vecchia in der Altstadt erstrahlen im Glanze der Touristen. Von ihnen ist Kuba mehr abhängig, als es dem Stadt lieb ist. Amazing, amazing. Yeah? Drink. Here. Let's go. Ein kleiner Geheimtipp über Havana, der nichts zu tun mit Tanz hat. Die Leute laufen alle in die Mitte der Straße. Warum? Ohne Scherz. Die haben alle Angst, es fällt ein Balkon auf den Kopf. Draußen vor den Toren der Stadt befindet sich ein einzigartiges Monument. Ich bin hier in die Escuela Nacional de Danza, ein riesiges Tanzzentrum, geboren 1960. Fidel Castro nach der Revolution hat gesagt, wir müssen die Kunst unterstützen. So, es war hier Zirkus, Musik, hier ist der Tanz und da wird getanzt. Es ist das außergewöhnlichste Bauwerk, das die Revolution in Kuba hinterlassen hat. Eine riesige Tempelanlage der Kunst, in der eine Utopie, a new culture für the new man, entstehen sollte. Boah, Leute, überall hier, so viel Rhythmus, so viel Tanz. Da war draußen getanzt, hier ist drin getanzt. Let's go. Si pensaba en ti, para mí era la vida. Si pensaba en ti, para mí era sufrir. Tú bien sabías, mi amor, que yo te quería. Tú bien sabías
mi cielo, que yo eras así. Die Energie in den Raum war die Wahnsinn. Aber es gibt Seele überall hier. Lass uns da reingehen. Ya yo no te quiero. Ya está muy lejano todo lo que fue. Ya no te veo ni siento que estás a mi lado. Ya no me miro en tus ojos, ojos malvados. Pero jamás tú a mí me engañaste. Yo sé que nunca me adoraste. Tampoco quiero. Boah, ganz schön anstrengend und heiß ist es auch. Guck mal den Zeitplan von den Kindern hier. Was haben wir? 8:30 Uhr bis 4:45. Wir reden von 9 Stunden, von Montag bis Freitag. Quererte no quiero, pues tu corazón solo está hecho de hielo. Gegen Ende meiner Reise wollte ich noch einmal meine Freunde von Otro Lado besuchen. Ich traf sie bei ihrem letzten Training, bevor sie zu einer Tournee durch die USA aufbrachen. Wieder war ich völlig begeistert von ihren neuartigen Bewegungen. Wow, Thais. Brauchst du Zeit, um durchzuatmen? Ja. Das war unglaublich. Wenn dich dein Partner packt und dann bist du unter den Beinen, über den Kopf. Wie machst du das? Wie merkst du dir das? Das weiß ich auch nicht. Noch, hilf mir. Norre hilft beim Übersetzen. Ich wollte ihm sagen, dass das in meinem Kopf wie ein Buch abläuft. Das ist natürlich schwer, alles im Kopf zu behalten. Ja, ich meinte ja, erst dies, dann das. Man muss eine Verbindung spüren, dann geht es nicht mehr um einzelne Schritte. Er ist Choreograf, ihr seid zusammen, du bist Tänzerin. Wie funktioniert das? Im kreativen Prozess hat jeder seine Rolle. Schon vor einiger Zeit haben wir herausgefunden, dass die beste Möglichkeit, um etwas Ernsthaftes zu schaffen, darin liegt,
dass alle eng zusammenarbeiten. Alle haben den gleichen Fokus, entwickeln ihre Fähigkeiten, steigern die Sensibilität füreinander. Und wenn man so mit den Leuten im Team wie eine Familie zusammenarbeitet, dann kann etwas sehr Starkes entstehen. Etwas richtig Starkes? Ja, dann geht es nicht mehr um Bewegungen, Musik oder Schritte. Es geht nur um unsere Verbindung und wir bauen unser eigenes Universum. Ich bin ein großer Fan von Otro Lado. So, ich verabschiede mich jetzt von zwei guten Freunden, die sind absolut der Wahnsinn. Ich bin so stolz auf seine Vision. 4 Jahre into this company, Otro Lado. Ich einlade die auf jeden Fall nach Deutschland zu meinem Festival. Guys, thank you. Love, love, love. Thank you, guys. Meine Reise in Kuba nähert sich dem Ende. Es war eine Reise, die mich beeindruckt hat wie wenige zuvor. Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me estás dando. Mala vida, Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Me estás dando. Dance around the world. Nur einen Besuch habe ich noch auf der Liste. Welcome to Villa Lola. Manchmal ist die große Welt des Tanzes klein. Ich treffe hier einen Kollegen wieder, der bei der Kompanie Danza Abierta gerade einen Workshop veranstaltet. So, ich bin jetzt hier in einem offenen Workshop. Das ist die Zuhause von der Kompanie von Susanna Puss. Und der macht die Türen auf, jeden Samstag. Für einen Künstler, Choreograf. Heute ist George Despedes da. Und diese Tanzer dürfen trainieren umsonst. Toll. Hinter mir wird hart gearbeitet und ich treffe mich mit der Chefin, Susanna Puss. Hello, Hola. my dear. And Hola. welcome. Thank you so much. Willkommen bei mir daheim. How many dancers? Wie viele Tänzerinnen arbeiten hier für dich? I am a small company. Meine Kompanie ist nicht groß. Ich würde gern mit 8 oder 10 Tänzer und Tänzerinnen arbeiten. Gerade sind es 12. Wir haben manchmal zusätzlich junge Studenten dabei. Students or young dancers learning and working with us. Susanna Puss kommt eigentlich aus Spanien. Ihr Temperament hat sie nach Havanna mitgebracht und sich ein Leben als freie Choreografin aufgebaut. Aber wie bezahlst du hier die Tänzer? In Kuba werden die Künstler von der Regierung bezahlt. Sie bekommen ihren Lohn vom Staat. They receive a salary from the government. Okay. Yes. Aber das ist nicht viel. Ja, ganz wenig. Das reicht nicht zum Leben. Yes. And then Aber wir organisieren viele Touren ins Ausland. Da kommt das Geld rein. In Kuba bekommt man gar kein Geld, wenn man auftritt? Nein, natürlich nicht. Wenn man vom Staat Geld bekommt, muss man dafür Arbeit leisten.
und im Theater auftreten. Ich schlage dir als Company-Chef einen Deal vor. Wenn meine Company je nach Kuba kommt, mache ich einen kostenlosen Workshop, wenn deine Company dafür für uns am Malecón tanzt. Einverstanden? Wann? Wenn immer deine Company bereit ist. Vamos! Vamos. Bella, it was a pleasure meeting you. And thank you for inviting us Thank you to come. to Villa Lola. Welcome to Villa Lola. Und zum Abschied aus Kuba hat Danza Abierta uns dann wirklich einen Wunsch erfüllt. No! Ich werde die Zeit in Kuba nie vergessen. Denn ich habe viel mehr gesehen als nur virtuose Tanzkunst. Ich habe ein Volk gesehen, das immer wieder nach Auswegen aus seiner Isolation sucht. Und der Tanz ist für Kubaner eine dieser Auswege. Wunderschöne Tänzern, wundervollen Stadt. Hey Leute, das war unsere Reise hier in Havana, Kuba. Ich kenne mich echt gut aus mit Tanz, Leute. Aber ich habe Sachen hier erlebt, ich habe Sachen hier gesehen. Ich sag's nur, Viva Havana!